Jetzt ist es also offiziell. Der Microsoft Flight Simulator 2024 hebt auf der PlayStation 5 ab. Der Take-Off ist für den 8. Dezember 2025 geplant. Ein Schritt, den nicht viele so bisher erwartet hatten. Jetzt steht er im Flugplan. Wir klären heute folgende Punkte: Vorbestellung, Early Access, Beta, DualSense Features, PSVR 2 Update und wie sich das Ganze für PC- und Xbox-Spieler anfühlen kann, die seit Monaten darauf warten, dass Dinge, die zu Release versprochen wurden, funktionieren oder überhaupt kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die Bestätigung kam im Sony State of Play. Der Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint am 8.12.2025 für PS5 und PS5 Pro. Zusätzlich wurde ein kostenloses PlayStation VR 2 Update für 2026 angekündigt. Damit macht Microsoft das, was wir hier auf diesem Kanal bereits diskutiert haben. Die Marke öffnet sich weiter und holt eine große Community an Bord. Vorbestellen geht ab sofort. Je nach Edition gibt es unterschiedliche Umfänge und auch einen Early Access. Laut PlayStation Store enthält die Standardversion 70 Flugzeuge und 150 von handgefertigte Airports. Die Deluxe-Version enthält 80 Flugzeuge und 155 von handgefertigte Airports. Die Premium Deluxe Edition enthält 95 Flugzeuge und 160 von handgefertigte Airports. Und die Aviator Edition beinhaltet 125 Flugzeuge und ebenso viele von handgefertigte Airports wie die Premium Deluxe Edition, nämlich 160. Und wie läuft das mit dem Early Access? Wer eine Deluxe, eine Premium Deluxe oder eine Aviator Edition vorbestellt, der darf bereits ab dem 3.12.2025 abheben, also 5 Tage vor Release der Standardversion. Alle Vorbesteller erhalten außerdem zusätzlich die Maschine Northrop T38A Talon. Das ist ein Mehrwert für alle, die früh rein wollen und ein klares Signal. Die PlayStation-Premiere wird nicht klein gefahren, sondern als vollwertiger Launch mit Editionsstaffel und Bonus vorbereitet. Aber die Frage in Bezug auf die Aviator Edition muss an dieser Stelle gestellt werden. Sind dann wohl endlich alle Inhalte, sprich Local Legends und Famous Flyer, verfügbar? PC- und Xbox-User, die sich die Aviator Edition mit genau diesem Inhalt zu Release gekauft haben, also vor fast einem Jahr, warten bis heute auf funktionierende Inhalte. Und wenn es dann so sein sollte, dass die Inhalte im Dezember 2025 funktionieren, lag es dann im Umkehrschluss letztlich an der Entwicklung bzw. Umsetzung der PlayStation-Version? Es wirft jedenfalls zumindest Fragen auf, weshalb die Aviator Edition plötzlich zu Release der PlayStation-Version als vollwertige Edition verfügbar sein soll. Ich kann daher nur jedem potenziellen Vorbesteller raten, hier genau darauf zu achten, wie sich die Situation entwickelt und die Vorbestellung mit Bedacht zu platzieren. Kommen wir zu einem Punkt, der für viele von euch vermutlich spannend ist, die Beta. Der Weg dorthin führt, wie gewohnt, über das Microsoft Flight Simulator Insider Programm. Wer dort bereits registriert ist, kann einfach in seinem Profil die Plattformen aktualisieren und PlayStation 5 als Wunschplattform angeben. Für alle, die noch nicht dabei sind, gilt: Account erstellen, Umfrage ausfüllen, Häkchen bei PS5 setzen und abwarten. Wichtig ist, die Plätze sind limitiert. Das bedeutet, nicht jeder, der sich registriert, kommt automatisch rein. Microsoft wird, ähnlich wie bei den PC- und Xbox-Betas, nach und nach Einladungen per E-Mail verschicken. Wer also schon mal bei einer PC- bzw. Xbox-Beta dabei war, kennt den Ablauf. Wann die Beta genau starten wird, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch nicht bekannt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es sich dabei um wenige Wochen vor dem eigentlichen Release handelt. Und was wird Teil der Beta sein? Vermutlich ein umfangreicher Testbuild, der große Teile des Simulators bereits abbildet. Welt, Karrieresystem, Multiplayer, Controller-Integration. Außerdem dürfte der Fokus auf der Optimierung für die PlayStation-Hardware liegen, Ladezeiten, Performance in Ballungsgebieten, Stabilität bei starkem Wetter oder bei großen Airports. Ebenfalls wichtig: DualSense Features, adaptive Trigger, ATC Sound über den Lautsprecher am Controller, Gyro, all das muss getestet werden, bevor der Simulator in die breite Masse geht.
Wichtig dabei ist, man bekommt hier nicht nur Vorabzugang, sondern die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen. Microsoft und Asobo nutzen Foren, Umfragen und Discord für Rückmeldungen. Bugs, Performance-Probleme oder auch Detailfeedback zu den neuen Steuerungsoptionen landen so direkt bei den Entwicklern. Und ja, auch wenn man als Beta-Tester manchmal in Anführungsstrichen nur einen Crash meldet, also einen Systemcrash versteht sich, am Ende sind genau diese Rückmeldungen das Fundament, damit die Release-Version hoffentlich stabil läuft. Den direkten Link zur Beta-Anmeldung findest du wie immer unten in der Videobeschreibung, klick dich rein und sichere dir deine Chance auf einen Platz. Was bringt die PlayStation-Version denn jetzt eigentlich konkret mit? Gerade der Controller bringt hier neue Möglichkeiten mit sich. Zu nennen wären hier beispielsweise die adaptiven Trigger. Dein DualSense wird dir Widerstand geben, wenn du die Landeklappen setzt oder aufsetzt. Also ein haptisches Feedback, das man so bisher noch nicht hatte. Die ATC wird über den Controller-Lautsprecher ausgegeben. Der Funkverkehr über den DualSense klingt nach einem kleinen Gimmick, könnte aber richtig Atmosphäre bringen. Wer mag, kann über die Gyrosteuerung die Fluggeräte bewegen und steuern. Die Lightbar signalisiert dabei Flugzustände. Und auch das Touchpad am Controller soll anpassbar sein, zum Beispiel für Quick-Menüs. Und das ist für viele sicherlich auch ein Highlight, es wird einen PlayStation VR 2 Support geben. Für 2026 ist ein kostenloses Update angekündigt, mit dem du den Microsoft Flight Simulator 2024 komplett in VR erleben kannst, inklusive Sense-Controller-Unterstützung. Und das dürfte dann das immersivste Erlebnis auf einer Konsole werden. Natürlich stellt sich auch die Frage, bekommen PlayStation-Spieler den vollen Umfang? Und die Antwort lautet ja. Alle Fluggeräte sollen laut PlayStation Store dabei sein und damit bis zu 125 Stück, je nach Edition. Außerdem das volle Karrieresystem, Missionen, dynamisches Wetter, Multiplayer, alles wie auf Xbox und PC. Ob man im Crossplay fliegen kann? Also alle gemeinsam auf den gleichen Servern, egal ob man am PC, auf Xbox oder auf PlayStation abhebt? Dazu gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch keine Informationen, es wäre auf jeden Fall die Premium-Lösung. Und auch die Marktplatzökonomie ist dabei, sprich Add-ons, Flughäfen, Flugzeuge von Drittanbietern sind mit am Start, soweit sie für die Plattform zugelassen sind. Inwieweit sich die Drittentwickler darauf einlassen, bleibt abzuwarten und ist sicherlich auch davon abhängig, mit wie viel Aufwand sich bereits vorhandene oder auch neue Inhalte auch auf PlayStation umsetzen lassen. Was Microsoft Asobo bereits bestätigt hat, ist, dass alle World-Updates, City-Updates und auch Sim-Updates auf allen Plattformen gleichzeitig erscheinen werden. Werfen wir einen Blick auf die PC- bzw. Xbox-User, also auf die bestehende Community, die bereits seit längerem im Microsoft Flight Simulator unterwegs ist. Viele davon warten seit Monaten auf spürbare Verbesserungen. Stabilität, Performance, Add-on-Kompatibilität und User-Interface-Feinschliff. Dass jetzt eine PlayStation-Version kommt, ist strategisch nachvollziehbar, aber es triggert bei Teilen der Community das Gefühl, warum neue Plattformen, wenn das Bestehende noch nicht sauber läuft. Im offiziellen Forum seht ihr die ganze Bandbreite. Von Vorfreude bis Skepsis inklusive Stimmen, die einen weiteren holprigen Start befürchten und fordern, bestehende Baustellen zuerst zu schließen. Diese Befürchtungen sind absolut real und ich hoffe, das Team liest nicht nur mit, sondern nimmt alle Teile der Community auch ernst. Beides muss aus meiner Sicht jetzt zusammengehen. Ja, PlayStation bringt Reichweite, Partner, frische Spiele. Aber das Fundament, bestehend aus PC und Xbox, braucht weiter konzentrierte Pflege, damit wir nicht bei jedem Update den gleichen Kreislauf aus Hoffen, Patchen, Hotfixen erleben. Wenn Microsoft Asobo also Sim-Update-Zyklen, Beta-Feedback und Plattformparität clever nutzt, kann die PlayStation-Portierung sogar Ressourcen und Qualität für alle heben. Der Maßstab dafür sind die nächsten Sim-Updates. Jetzt gilt es, Erwartungen richtig zu managen. Auf der Chancenseite stehen neue Zielgruppen, PlayStation VR 2 Neuheit in 2026, starke DualSense-Immersion, Editionsanreize wie beispielsweise der Early Access. Und bei den Risiken sind wiederum zu finden, die Release-Stabilität muss absolut gegeben sein,
Funktioniert die Add-on-Ökologie auf einer neuen Plattform? Und wie wird die Performance im Allgemeinen sein? Wichtig dabei ist die Kommunikation und der Patch-Takt. Der PlayStation-Start muss technisch solide sein und gleichzeitig dürfen PC- und Xbox-Fixes nicht ins Hintertreffen geraten. Das Microsoft Asobo-Team betont selbst die kontinuierlichen SIM-Updates über alle Plattformen. Daran wird man sich messen lassen. Und dann ist da auch noch die Frage nach zusätzlicher Hardware, also nach Peripherie, die auf das Thema Flugsimulation ausgelegt ist. Am PC bleiben hier keine Wünsche offen. Auf Xbox wurde das Thema seit dem Microsoft Flight Simulator 2020, also bereits seit Jahren, massiv ausgebaut. Und auf PlayStation sind hier zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos kaum Hardware-Lösungen verfügbar. Und somit muss man auch hier jetzt dringend nachlegen und entsprechende Hardwarefirmen sind gefordert. Ich bin erst vor wenigen Wochen auf das Thema Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation mit einem spontanen Video dazu eingegangen und habe Vor- und Nachteile aufgezeigt. Eine sehr gute Ergänzung zu diesem Inhalt hier mit den neuen aktuellen Erkenntnissen. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung und hier jetzt nach rechts oben. Wie siehst du die PlayStation-Ankündigung? Bist du PlayStation-Besitzer und freust dich auf DualSense, PSVR 2 und Co.? Oder kaufst du dir jetzt eventuell sogar extra dafür eine PlayStation und wenn ja, welche? Standard, Pro? Oder sagst du, bitte erst das Fundament festziehen, dann neue Startbahn? Und bist als PC- oder Xbox-Pilot über diese Ankündigung eher enttäuscht, ja eventuell sogar geschockt oder zumindest skeptisch? Bitte hinterlasse einen Kommentar hier unter dem Video mit deiner Meinung dazu. Ich bleibe an diesem sowie an allen anderen Themen rund um die virtuelle Fliegerei jedenfalls dran. Sobald weitere Details zur PlayStation-Version bekannt gegeben werden bzw. die Beta verfügbar ist, folgen hier weitere Inhalte. Wie immer, zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben dalassen und falls noch nicht geschehen, ein Abo. Aktiviere gerne auch die Glocke, um keine Inhalte hier auf diesem Kanal in Zukunft zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.